Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein wirklich eingemachtes Thema. Das Ding ist wirklich in Gläsern abgekocht. Docker und Firewalls, man könnte auch sagen Docker und Ports oder Firewall und Ports oder Docker, Firewall und Ports. Sind eure Daten geschützt? Fragezeichen, ganz großes Fragezeichen. Nun, vor einiger Zeit, Mitte letzten Jahres, kam raus, dass Docker Datencontainer expositioniert, also über Ports quasi fürs Internet ansprechbar macht. Und ja, das ist natürlich eine entsprechende Sicherheitslücke auch. Ist bis dato aber auch noch kein wirklich aufgefallen. Aber okay, gut, sei es drum. Jetzt ist die Frage, wie kann ich rauskriegen, bin ich betroffen und was kann ich dagegen tun? Wir befassen uns in diesem Video mit dem Thema, wie scanne ich meine Ports auf den Maschinen, sprich unter Linux, sprich unter Windows. Welche Unterschiede macht es, ob ich einen Rechner lokal scanne oder ob ich ihn aus Remote scanne, also sprich von einem anderen Rechner im Netz. Wie stelle ich fest, welche Ports verfügbar und ansprechbar sind und was kann ich dagegen tun, dass sie es nicht mehr sind. Es gibt Lösungsansätze, die findet ihr auch im Internet, wenn ihr nachsucht. Unter anderem meistverkaufteste Lösungsansatz IP-Tablets auf False setzen. Gehe ich ja nicht weiter darauf ein, absolut bescheuert. Wer das macht, geht das Risiko ein, dass Docker teilweise gar nichts mehr tut. Gibt sehr viele Probleme mit. So ist das ganze System einfach auch nicht gedacht. Sprich, Docker umgeht die Firewall bzw. ignoriert sie und schreibt seine eigenen IP-Tablets. Deshalb sagt man auch, die IP-Tablets eben ausschalten. Da ist aber Dummfug. Eine gute Lösung, die funktioniert, findet ihr bei GitHub. Dort wird angegeben, wie ihr entsprechend euer System unter Linux konfiguriert, dass ihr dieses Problem eben nicht mehr habt. Dann gibt es noch ein drittes Ansätzle zur Lösung, das ist ein recht sparsames, das Schwäbisch ist halt, ne? Und da expositionieren wir die Dienste einfach, indem wir sie von der Public ID runternehmen auf Local ID, also Local IP. Gut, als erstes müssen wir erstmal rauskriegen, was für Dienste stelle ich zur Verfügung mit meinem Rechner. Auf welchen Ports laufen die. Dann macht es in diesem Bereich schon einen Unterschied, scanne ich einen lokalen Area, also meinen lokalen PC, oder scanne ich einen anderen PC übers Netzwerk. Also sprich, ich simuliere Internetzugriff über Ports von einem anderen Rechner. Denn wenn meine Firewall konfiguriert ist und das passt, werde ich da geblockt. Auf dem eigenen lokalen System, wenn ich es ausführe, werde ich natürlich nicht geblockt, weil da komme ich ja nicht über die Firewall. Deshalb sage ich, es ist ein eingemachtes Thema. So, Firewall generell erst einmal. In der Regel, viele verwenden immer noch einfach UWF, Entschuldigung, mein Fehler. Und ja, sollte man eigentlich nicht mehr, man sollte eigentlich auf die neue Firewall umsteigen, das heißt, sprich UFW deinstallieren und Firewall deinstallieren. Da gibt es auch Lösungsansätze im Internet, wie man das mit den Ports von Docker zum Beispiel jetzt regeln kann. So hundertprozentig sicher, wie zuverlässig das alles funktioniert oder ob es richtig funktioniert. Keine Ahnung, ich habe es bis jetzt auf jeden Fall nicht für meine Begriffe sicher ans Laufen gekriegt. Wir beschäftigen uns jetzt allererstes mal mit Portscan. Portscan ist quasi der Key zu dem Ganzen, um der Sache auf die Spur zu kommen. Was tut eigentlich unsere Maschine? Was kann connecten? Wo wird was hingeleitet und was wird zugelassen? Was lässt Docker zu? Was lässt die Firewall zu? Ja, das sind die großen Dinge. Auf welchen Port geht hier irgendwas, ist einfach das A und O zu wissen, was angebracht ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, machen wir erstmal. Ich habe hier schon mal natürlich wieder Update, Upgrade, Auto-Remove und Auto-Clean durchlaufen lassen. Ihr seht es, Linux vorher aktualisieren, ist immer ein altes Thema. Und dann fangen wir mal an. Wir brauchen NetTools und Nmap. NetTool beinhaltet ein Tool, das wir jetzt gleich brauchen werden, um unsere Ports anzeigen zu lassen. Und Nmap ist eigentlich eins der besten Portscanner-Programme, die man verwenden kann.
Linux-Distribution natürlich vorbei. Gibt es dann auch für Windows, kommen wir später noch dazu. Die ganze Windows-Sache machen wir dann noch. So, das wollen wir natürlich installieren. Ein Skript gibt es diesmal nicht dazu. Ich würde mir hier wahrscheinlich die Finger rund schreiben. Es sind Anregungen, es sind Tipps. Ihr könnt das selber kombinieren. Es ist nicht schwer. Es klingt wahnsinnig verwirrend. Wenn man die Logik aber erstmal verstanden hat, ist es eigentlich sehr easy. Und genau das möchte ich euch jetzt eigentlich in dem Video vermitteln. Und ihr seht, also da wird ein bisschen mehr installiert. Ist ein Programm und ein Tool, das auf alle Fälle draufbleiben kann auf der Kiste, braucht man immer wieder. Ist wirklich eine sehr schöne Sache. So, was wir jetzt erst einmal hier machen, der Bildschirm ist schon aufgeräumt, wie ihr seht, ist, wir scannen unsere Maschine mal auf Ports und verschaffen uns einen Überblick, was uns denn Netzstart an Portübersicht so liefert. Dazu verwenden wir die Parameter TL, P und N. Dann machen wir uns das Ganze ein bisschen breiter. Salale. Jetzt haben wir was zum Angucken. Wir haben hier in diesem Bereich lokale Adresse, alles was da drunter steht, zwei verschiedene IP-Adressen, die wir jetzt beachten müssen. Dazu gilt Folgendes. Die 0.0.0.0 ist mit Port 8000 an das Internet gekoppelt. Das heißt, jeder Port, jeder Dienst, der auf 0.0.0.0 geleitet wird, ist zugänglich von außen. Also Remote-Zugriff. In dem Fall ist das hier 8000. Das ist eine Web-Oberfläche von OS Ticket, das ich eigentlich bei allen meinen Schulungsdingern so drin habe, dass er was zum Zeigen und zum Demonstrieren hat. Können wir uns auch gern später noch aufrufen. Dann haben wir hier noch eine IP-Adresse, die 127.0.0.1. Alles, was an diese 127, an die lokale LOPEC-Adresse gebunden ist, ist nicht remote zugänglich. Nur für die Maschine. Ja, da kann ich also auch nicht von einem anderen Platz im Netzwerk drauf zugreifen oder so. Nee, ist nicht. 127 ist einfach nur lokal. Dann haben wir hier, ich habe gesagt, wir haben zwei verschiedene IP-Adressen. Ja, ich habe geschwindelt. Diese Maus-Nachtansicht ist hier irgendwie und die ist gar nicht so gut. Dann haben wir hier IPv6-Adresse. Das heißt, 8000 ist auch über TCP/IP Version 6 verfügbar. Das betrifft auch euren Port 631. Was ist jetzt zum Dreiteufelsnamen 631? Den kennen wir nicht. CUPSD. So, das habt ihr, wenn ihr eine virtuelle Maschine mit Linux auf Mac laufen habt. Das ist eine Mac-eigene Geschichte, die da zugrunde liegt. Das kann ich euch komplett einblenden. Das ist vom Mac-User, das ist speziell von Apple halt entwickelt worden und da eingebunden worden. Das ist auch absolut okay, könnt ihr drin lassen. So googelt ihr eigentlich jeden Port, den ihr nicht wisst, was ihr da habt, im Internet nach. Also was ihr nicht in Docker konfiguriert habt und was hier drin steht, als auf die 0.0.0.0 gelagert oder auf die IPv6 Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Alles, was da an Ports gebunden ist, kontrolliert ihr ab. Die 8000 ist zum Beispiel jetzt hier auch im Internet frei verfügbar. Können wir mal ganz kurz hier aufrufen. Das ist OS Ticket. Ja, das ist das Port Center. Schnell SCP. Da kommt man dann noch auf die Admin-Konsole Local. Der ist korrekt, das ist so gewollt. Auch wenn jetzt auf dieser Maschine der Port nicht über Internet verfügbar ist, weil der Router auf diese Maschine nichts weiterleitet. Genau. Das ist Fazit jetzt mal das Wichtige, was ihr hier an diesen IP-Adressen wissen müsst. Diese zwei IP-Adressen, drei IP-Adressen, Entschuldigung, unterscheiden sich. 0.0.0.0 ist Internet gebunden, ist frei zugänglich. 127.0.0.1 ist nur lokal erreichbar auf eurer Maschine.
Und die IP-Pause. TCP6 Sprachfehler ist auch über Port 8000 erreichbar. So, dieser Port 8000 ist unser OS-Ticket und dieser 631 ist das macOS-System, Dings, was ich euch da gerade eingeblendet habe. Dann sind wir klar. Die zwei Ports könnten wir jetzt natürlich auch noch googeln. Also am besten googelt ihr immer einfach den Port, der offen ist, und dann hier hinten, was dazu steht. Da steht dann, googelt ihr einfach Port 53 leer System Resolve. Und dann findet ihr eigentlich schon in der Regel meistens, was das für ein Zeug ist. Dann habt ihr das mal. Dann haben wir hier noch eine Adresse, die nennt sich Foreigner-Adresse. Nun, wer wie ich im Ausland lebt, weiß, dass Foreigner einfach Ausländer heißt. Beziehungsweise, ja, hier ist es eigentlich Farang, aber man sagt eigentlich Falang, weil man das R wieder nicht spricht. Falang wie Lülingslollen kaufen. Lollen, Lülingslollen. Ja, okay, gut. Spaß beiseite. Das besagt eigentlich, wenn ein Dienst hergestellt worden ist, eine Verbindung, dann haben wir hier nicht 0.0.0.0. Doppelpunkt Stern stehen, sondern wir haben dann eine IP-Adresse stehen von dem anderenjenigen, der diesen Dienst verwendet momentan, und die Portnummer, auf der zugegriffen wird. Gut. Das war jetzt mal so das lokale Hosting für den Ports, wo man gucken kann, was da so drin ist, wo was hingeht und wo was steht. Bevor wir weitermachen, kleine interne Angelegenheit. Solltet ihr Probleme haben mit der Konfiguration, Hilfe benötigen bei eurem PC, Schulung, Training, Remote-Konfiguration, Fehlersuche, alles was so an IT quasi anfällt, was man an Dienstleistungen brauchen kann, könnt ihr bei uns für 25 € die Stunde ohne Vertragsbindung oder sonstiges bekommen. Einfach Kontakt aufnehmen unter www.ksc-service-llp.cf. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und wir setzen euch dann direkt mit euch in Verbindung. So, ihr seht im Hintergrund ein Windows-Fenster. Ja, warum ein Windows-Fenster? Wir ziehen das jetzt noch schnell durch mit Windows und schauen uns an, wie wir unsere Ports auf einer Windows-Maschine scannen. Dann haben wir das Windows-Thema nämlich vom Tisch, weil das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Ansonsten Docker-Konfiguration, Port oder sowas, das würde alles wieder genauso ablaufen. Firewall-Einstellungen macht ihr über Defined oder euren Virusschutzprogramm, was ihr verwendet. Das ist eine Sache für sich. Auf diese ganzen Sachen kann man eigentlich gar nicht so eingehen. Im Prinzip ist ja der einzige Unterschied zu Windows, dass wir hier andere Befehle verwenden zum Port-Scannen, und die Konfiguration von Docker würde natürlich wieder Docker Compose machen oder über Port-Trainer. Und das unterscheidet sich von Linux dann eigentlich auch wieder überhaupt nicht mehr, auch nicht von den Befehlen. Zugriff für Einstellungen für die Windows Firewall, da ist natürlich total abhängig davon, welche Firewall ihr benutzt, Avira, Avast, Symantec, Defined. Falls ihr da was ändern müsst, müsst ihr da einfach bei eurer Firewall-Beschreibung mal nachgucken, was da so einzugeben ist. Ist aber normalerweise durch die grafische Oberfläche von Windows recht einfach zu erklären. So, lokale offene Ports von unserer Windows-Maschine. Jetzt piept der schon wieder. Jetzt macht das. So, Netstart AN. Jetzt haben wir da keine Enter-Taste, das hatte ich beim letzten Video auch schon. Jetzt macht das. So schaut unser Portscan unter Windows aus, wenn wir ihn lokal ausführen. Und da sehen wir, ja, Windows muss natürlich alles daherbringen, damit es unübersichtlich ist, damit es keiner versteht, damit es keiner checkt, keiner rafft und sagt, mein Gott, was ist das hier denn alles?
Also alles, was hier so mit 000 und Listening drin steht hier, das ist so alles. Also die Ports jetzt hier nicht, die sind natürlich vergeben, die laufen auf IPv6. Ne? Da ist aber irgendwo nirgends eine Bindung da. Also es ist recht unübersichtlich, wie man sieht, aber das ist wie gesagt Standard. Das ist so bei dem, da kannst du eigentlich auch nichts machen. Also irgendwie werden die Dinge alle benutzt und sind offen. Windows ist ein Buch mit 7 Siegeln, was das angeht. Ja, eigentlich ein lästiges Thema. Also wir sehen hier, wir haben hier auf die IP-Adresse, auf die lokale IP-Adresse tonnenweise Zeug gebunden, was hier halt ausgeführt wird. Und das ist schon echt herb. Ich schaue jetzt bloß gerade nach, ob ich hier irgendwo einen Port finde, den ich kenne. Witzigerweise nicht. Das ist bei so langen Listen wirklich ein Ding, dass man teilweise dann nicht das sieht oder findet, was man auf die Schnelle sucht. Ich suche zum Beispiel meinen Port 4449, von dem ich eigentlich ihn hier erwarten würde, von dem ich weiß, dass er offen ist. Aber na gut. Tun wir mal was anderes. Ich blende euch jetzt hier mal was ein. Das ist eine VM. Das ist das Schöne, wenn man virtuelle Maschinen verwendet. Kann ich jetzt hier rein und rausschieben und euch im Schulungsfenster quasi dran teilhaben lassen. Machen wir das mal auf. Dann machen wir jetzt mal das, was uns interessiert. Was ist von außen erreichbar auf dieser Maschine? Dafür brauchen wir jetzt Windows nicht, damit müssen wir noch nicht wissen, wie Windows seine Ports konfiguriert hat. Wir haben sie uns gerade angeschaut. Ich finde es einfach nur katastrophalisch, unübersichtlich, eine riesen Aufstellung über alles mögliche. Ports, von denen ich gar nichts weiß, von denen ich auch nichts wissen will und von einigen wahrscheinlich nicht mal rauskriegen, was sie tun. Microsoft ist ja auch gerne dafür bekannt, dass so ein bisschen so die Daten sammeln, um es gediegen auszudrücken. Dafür brauchen wir aber keine eingehenden Ports auf unserer Maschine. Es reicht, wenn unsere Maschine Ports öffnen kann zu Microsoft, um die Daten da zu übermitteln. So, zwischenzeitlich habe ich mich mal ganz kurz an dem anderen Maschinchen, an dem Windows-Maschinchen schlau gemacht. Das ist, weil ich gerade vorhin so gestützt habe wegen dem Port 4449, weil der da in der Microsoft Windows Portliste nicht drinnen war. Der Dienst ist beendet, der Docker-Container läuft ZZ nicht, deshalb ist dieser Port auch nicht da. Fangen wir an und scannen Remote-Ports, Ports von anderen Rechnern. Was ist von extern verfügbar? Das ist jetzt eigentlich das Kerngeschäft an der ganzen Sache. Was ist das Kerngeschäft? Nmap. Wir geben keinen Port an, wir scannen die ganze Maschine. So, das ist eine virtuelle Maschine, das ist die Schulungsmaschine auch, die läuft. Da haben wir einen OpenSSH, den werden wir dann auch nachher gleich brauchen. Dann haben wir TCP/IP 8000. HTTP alt. Das ist eine Nginx-Konfiguration, OS-Ticket, ist eigentlich bei allen Standard-Schulungsmaschinen, die ich so verwende, immer mit drauf, dass man einfach was hat mit HTML, wo man was zeigen kann, wo man spielen kann und auch ein bisschen komplexere Anwendungen mal darbieten kann. Gut, das ist jetzt einmal die Schulungsmaschine. Die ist dicht. Also sprich, da geht gar nichts. Und genau. Die Firewall ist so konfiguriert, dass SSH nur aus dem lokalen Netz verfügbar ist. Das heißt, sie läuft sowieso nicht über den Router. Stellt also für uns in dem Fall auch kein Risiko dar. Ports, die Exploit, zum Beispiel 8000 Exploit, aber nicht auf dem Router weiterleitet, auf die Maschine, auf den Port 8000, wird dieser Port natürlich auch nicht angesprochen werden können. Ja, dann schauen wir uns mal eine reelle Maschine an. Das ist eine Standard-Linux-Maschine, die läuft standardmäßig, das ist keine virtuelle, das ist eine richtige. Da haben wir auch den SSH drauf. Dann haben wir den Realserver am Laufen, 7070 aufs Port.
und den Netbus. Das ist auch so verfügbar. Okay, jetzt machen wir mal eigenes. Wir wollen ein bisschen was wissen über Port 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eigentlich eine lustige Portnummer, gell? 1, 2, 3, 4, 5. So, warum ist jetzt aber unser Port 1, 2, 3, 4, 5 TCP/IP Netbus offen? Hängt einfach damit zusammen, die Maschine, die wir hier in Verwendung haben, die 105, ist eine ganz normale Standalone-Maschine und die Maschine, die wir hier benutzen eigentlich auch, also die wir dann konfigurieren auch, ist die 102. Das ist eine virtuelle Maschine, die auf dieser 105 eben läuft. Deshalb ist dieser Port offen und in Benutzung. Machen wir mal clear. Aha, clear. UFW allow SSH. Das würde ich zum Beispiel eintragen, damit eine Firewall jetzt zum Beispiel das eben zulässt. Ne? Das könnt ihr jetzt für jede einzelne Session machen. Das mache ich auch. Ich habe zum Beispiel SSH freigegeben. Und was ich zufällig noch freigegeben habe, ist das lokale Netz. Wenn ich mal vergesse, irgendwas freizugeben oder sonstige spezielle Regeln zu erstellen oder etwas nicht sich so regeln lässt, habe ich das drin. Das heißt, das lokale Netz, alles was aus meinem lokalen Netzbereich, IP-Bereich kommt, darf zugreifen. Das ist auch mal mit drin. Das mal hier zum Verständnis. So. Und der deckt dann auch zum Beispiel jetzt diesen Port. Das hat jetzt nicht gespeichert. Dieser lokale Zugriff auf die lokalen IP-Bereiche, der deckt zum Beispiel auch ab, dass jetzt eben Netbus auf Port 1, 2, 3, 4, 5 im lokalen Netz läuft. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal an unserem Container sehen. Wenn wir jetzt die 102 nochmal hernehmen, da haben wir zum Beispiel den 8000er Port hier offen, das ist unser OS-Ticket, das was ich immer verwende. Und dann haben wir hier noch 8080, weiß ich auch auswendig, das ist my PHP Admin für SQL-Datenbanken. So, diese Ports sind auch relativ zugänglich im Internet. Ist klar, dieser 8000er ist im Internet drin, den kann man abrufen. Der 8080, muss ich jetzt ehrlich zugeben, fällt mir jetzt auch gerade auf, ja, der ist auch im Internet verfügbar. Allerdings routet mein Router das nicht weiter. Das heißt, würde jetzt bei mir meine IP-Adresse aufrufen, Port 8000, wir haben OS-Ticket nicht im Internet freigegeben, würde nicht durchgehen. Dasselbe gilt bei 8080. Deshalb ist bei mir jetzt die Port-Konfiguration natürlich ein bisschen verschlampert, muss ich auch ehrlich zugeben, weil eben, wie gesagt, so weit kommt eigentlich gar keiner. Das bisschen, was wir außerhalb haben, dafür brauchst du nicht mal einen eigenen Server. Okay. Wir möchten jetzt die Ports dieser Maschine ändern. Das machen wir über SSH. Loggen wir uns ein. Jetzt geht das Passwortgetipse wieder los. 192.168 1.2. Ja, guten Morgen, Herr Klissner. Ist ja wieder besonders gut aufgestanden heute. 102. Ah, jetzt klappt das. So, das Docker Compose, wo das definiert ist, liegt im Verzeichnis Laravel. Das ist dieses Tutorial, das dreiteilige mit Docker OS konfigurieren und SQL DB Datenbank. Ein anderes Projekt, auch sehr interessant, sehr umfangreich. Dann Nano. Docker Compose YML. Nein, wir gehen nochmal raus. Wir finden noch eine Zwischenablage. Ja.
unsere aktuelle Port-Konfiguration lokal auf dieser Maschine. Die schauen wir uns mal zuerst an. Das ist nämlich jetzt dann etwas, was wir hier drüben beim Remote Scan nicht sehen werden. Diese Ports sind ja dann nach wie vor immer noch anderweitig verfügbar. Okay, wir haben hier die Bindung. Die 8000 auf die 000, das hatten wir am Anfang, ist Public IP gebunden. Darf jeder. Dann, da ist er, mein 8080. Genau, 8000, 8080, da sind die beiden Ports. Hier ist der 8000er und hier ist der 8080. So, diese Ports sind immer auf die 00 gebunden. Das heißt, diese Ports sind zugänglich übers Internet. Gut, und das machen wir jetzt mit unserem Docker Compose Nano. Da ändern wir bei der Nginx jetzt einfach nur Folgendes ab. 127.1.0 Ein Tag IP-Adresse und Nummer des Blöden der Maschine in der Melone. So, das ist jetzt unsere neue Portzuweisung. Das heißt, es gibt Leute, die streiten sich drüber, ist es ein Sicherheitsrisiko, ist es eine Lücke, ist es ein Fehler. Wir haben Nginx konfiguriert mit den Ports 8000 und intern im Container weiterleiten auf 80. Das haben wir Ihnen so gesagt. Es ist nicht unbedingt ein Fehler, wir haben halt bloß das Detail weggelassen, worauf es gebunden werden soll. Das machen wir jetzt nachträglich mit der 127.0.1. Es ist an Localhost gebunden und damit nicht mehr im Internet verfügbar ist. So, dann hatten wir hier noch den Port 8080. Na, das ist MyPHP Admin. Das ist hier, das seht ihr auch hier. Mausklicken im Nano, das macht sich immer gut. Ich falle immer wieder drauf rein. 27.0.0.1 Doppelpunkt. So, und das war's eigentlich. Und das weiterleiten wieder intern auf Port 80. So, Command O. Die richtige Command O-Taste drücken. X verlassen. Dann fahren wir unsere ganze Docker-Geschichte mal runter. Und fahren ihn komplett wieder hoch. So, was haben wir jetzt erreicht? Schauen wir uns an. Hier haben wir jetzt unsere 8080, unseren PHP MyAdmin. Lokale IP gebunden, ne? Also an die Local IP, Localhost. Dann der 22er, der ist frei, das ist SSH, den brauchen wir ja auch. Und hier haben wir unseren 8000er, der ist auch auf die 127 gebunden. Und die IP, die TCP6-Protokolle, die sind damit auch raus. Wie seht ihr hier, hier waren noch die TCP/IP6-Protokolle fürs Internet noch mit dabei. Die sind hier unten auch raus. So, das Lustige jetzt an der Sache hier. Sagen wir noch einen Portscan in neuen. Ach du Schande, die Ports sind weg. Ohne Konfigurieren von der Firewall, ohne irgendwas umzubasteln hier. Die Ports sind weg. So, ich bin mir sicher, man hätte das Video auch ein bisschen kürzer verpacken können, aber es ging mir auch ein bisschen darum, diese Port-Geschichte einfach rüberzubringen. Der einzige Knackpunkt, was ihr eigentlich tun müsst, wenn ihr Exploit-Ports habt, wo ihr sie ändern könnt in der Docker Compose, da ändert ihr sie einfach ab und bindet sie auf die lokale IP und die Sache ist erledigt. Allerdings das Verständnis für die Ports, wie scanne ich die Ports, wie schaue ich nach, was Sache ist eine Sache. Dann noch ein Hinweis auf eine kleine Stolperfalle. Gerade Windows Remote Port Scannen. Man sieht nicht alles, man bekommt nicht alles. Müsst auch aufpassen, wenn ihr keinen einzigen Port ausgewiesen kriegt, dass ihr die Windows-Maschine einfach mal kontrolliert.
kann ich von den Firewall-Einstellungen diese Maschine überhaupt scannen. Also ich kenne Tricks unter Linux, da kann man Portscan einfach ausschalten. Da geht sie gar nichts mehr. Du kannst es scannen, sagt er einfach, die Maschine ist offline, indem man nämlich einfach alles sperrt. Dann scannt sich da auch kein Port mehr. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt. Findet ihr unten einen Spendenlink. Und wie gesagt, solltet ihr Probleme haben beim Konfigurieren, beim Einrichten von irgendetwas, bei der Pflege von eurem System, bei der Fehlersuche, Schädlingssoftware, Virenbefall, was auch immer, nehmt Kontakt mit uns auf. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. ksc-service-llp.cn, also CN, und da einfach das Kontaktformular ausfüllen und wir melden uns umgehend bei euch für 25 € die Stunde, beheben wir eure Probleme weltweit. Gut, das soll es gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.